Hallo, ich bin Daniel und ich stelle dir heute das Retourenportal Central vor. Mit dem Retourenportal bietest du deinen Kunden eine eigene Landingpage, über die sie ganz einfach selbst Retouren anmelden und Versandetiketten erstellen können. Aber nun lass uns direkt einsteigen und mit der Einrichtung beginnen. Wie du siehst, befinden wir uns hier bereits auf der Central Startseite. Über die Kacheln gelangst du zu den verschiedenen Modulen. Im Bereich Lager findest du auch die Kachel für das Retourenportal. Ein Klick darauf und wir sind direkt im Modul. Falls du das Retourenportal zum ersten Mal öffnest, erscheint ein Hinweis, dass noch keine Einrichtung vorgenommen wurde. Klicke dann einfach auf den Button, um direkt zu den Einstellungen zu gelangen. Unter den Einstellungen legst du nun fest, welches deiner Projekte, alle oder einzelne, für das Retourenportal aktiviert werden sollen. Wir entscheiden uns hier zum Beispiel für das Projekt Shopify. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Konfiguration der Versanddienstleister. Diese findest du oberhalb in den Einstellungen. Hier können aktuell Verbindungen zu DHL und Swisspost Direct sowie über SendCloud oder ShipCloud eingerichtet werden. Du kannst auch mehrere Verbindungen einrichten und diese in den Projekten oder Retourenbedingungen entsprechend hinterlegen. Und nun zu den Detailoptionen im Projekt für die Landingpage. Ein wichtiger Punkt hier ist die Auswahl des Retourenformulars. Entweder mit Kunden- und Auftragsnummer aus Central oder alternativ über die E-Mail-Adresse und Bestellnummer aus deinem Shopsystem. Du findest hier noch viele weitere Optionen. Dazu einfach mit der Maus über die Infosymbole fahren, um eine Erklärung zu erhalten, was diese Einstellungen bewirken. Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Retourenbedingungen. Die Retourenbedingungen ermöglichen dir, Wenn-Dann-Regeln deiner Prozesse zu hinterlegen. So kannst du beispielsweise, wenn der Retourengrund gleich gefällt mir nicht ist, dann soll es einen Infotext geben. Diesen Infotext kannst du frei definieren und hier entsprechend auswählen. Zusätzlich kannst du sagen, ob das nur eine Info ist oder ob damit auch die Rücksendung verhindert wird. Außerdem kannst du die Personalisierung deiner Landingpage vornehmen. Dazu gehören Logo, Farben, die URLs zu deinem Shop, aber auch die rechtlichen Angaben zu Impressum, Datenschutz und AGB. Und zuletzt, auch die Texte auf der Landingpage lassen sich komplett individuell anpassen. Über den Button Texte anpassen kommst du in die Ansicht, so wie auch deine Kunden in der Landingpage die Texte entsprechend auf den einzelnen Seiten dargestellt bekommen. Du kannst hier jeweils unsere Standardtexte aktivieren oder deaktivieren und nach deinen Wünschen für Deutsch und Englisch abändern. Zum Schluss empfehle ich dir, die Landingpage einmal aufzurufen und zu testen. Das machst du über diesen Button hier, siehst nun deine Landingpage mit deiner Personalisierung und kannst nun mit Testdaten einmal den gesamten Prozess durchspielen. Das war ein kurzer Einblick in das Retourenportal von Central. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg bei der Umsetzung.